Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trails in the Sky, Part 37, wenn ich mich nicht irre. Und ja, diese Folge wird ein bisschen entspannter, stimmlich zumindest, denn wie ihr es vielleicht hören könnt, bin ich nicht mehr ganz so, fit wie beim letzten Mal. Denn auch mich hat dieses furchtbare Corona getroffen und dahin gerafft und ich konnte für eine Woche wirklich gar nichts machen. Deswegen ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem Tempo wird, wie oft ich jetzt Folgen aufnehmen kann, dass wir doch noch irgendwie zeitig das Ende sehen. Aber es fehlt ja gar nicht mehr so viel. Also wir sind ja wirklich irgendwie 2-3 Folgen vom Finale entfernt, würde ich schätzen. Deswegen Daumen gedrückt halten, Zeigefüße auch gedrückt halten. Wir schaffen das schon. Letztes Mal sind wir durch die Kanalisation mit dieser Entschuldigung, wie ich zwischendurch übrigens mal husten oder niesen muss. Es tut mir wahnsinnig leid. Alle für Leute, die ASM-Probleme damit bekommen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann es nicht ändern. Wir sind durch die Kanalisation mit Joshua und seinem Team gekommen, um in das Schloss einzudringen. Und sind den Geheimweg bis ins Schloss jetzt gekommen und jetzt geht's rund. Wait on Standby, genau. Weil jetzt sind wir am Ziel schon angekommen und jetzt kommen die anderen Truppen. Alright, we'll wait here. When the time comes, we'll go in. Oh well, I guess we should just rest until then. So sieht's nämlich aus, Freunde der Gelegenheitssonne. Und draußen geht's nämlich auch schon rund. Okay, was geht ab? Alright, everyone hold your positions. We will make our charge when the noon bell rings. Genau. Und jetzt, ach ja, genau, das ist das Ablenkungsteam der Royal Guards, die jetzt die Truppen rausziehen, während Estelle dann wieder reinfliegen will. Und von unten kommen ja auch noch Joshua und sein Trupp. Das heißt, wir greifen von 2 unterschiedlichen Richtungen an und haben eine große Ablenkungsrichtung. Es ist super. Creepy looking thing, isn't it? Das ist nämlich das von der Intelligence Division, das Raumschiff. I'm not sure which I like less, this or the Skybenders ship. Must admit though, its specs are impressive. But how did the Intelligence Division manage to get a ship like this? Yeah, it's a mystery, just like how they managed to get hold of the gospel. Hello, Your Highness, sorry for the wait. Oh, Peyton, it's been some time. Who's that? Peyton works on the maintenance team for their sail. Okay, nee, ist doch wer anders. Ich dachte, das wäre hier Oscar oder so. Though I'm just a lowly technician sent from the central factory, we're still conducting test flights of the assay, so there's quite a lot of data that needs to be collected. Oh, okay. It seemed to be flying just fine when we saw it in ruin. Oh, normally flight is already stable, but the development of the new Orbital engines is behind schedule. Ja, bla 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 bla. Warum ihr jetzt ein Blau schaltet, bevor ihr die Festung einnehmt, ist mir auch ein Rätsel, aber hey, so ist es. We appreciate whatever you can do. You can count on me. Okay. I've removed the lock, so you should be able to fly without any problems. She's an extremely maneuverable girl once she's get bla 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 bla. Ja. Wir sind stark, klar. Wir haben Bock. I brought along my tools to tune up everyone's orbment just in case. Okay, also wir können uns bei ihm auch noch verbessern. Ja, ist okay. Aber ich wollte erstmal gucken, ob wir vielleicht nicht grundsätzlich noch, meine ich nämlich, ob wir nämlich nicht grundsätzlich noch Verbesserungen haben. Das passt noch, das passt auch, das passt auch. Aber hier sehen wir schon überhaupt nichts an Accessoires. She-Ra natürlich auch nicht. Das passt alles noch, aber auch hier. Freeze machen wir einmal und was haben wir noch? Prevents Blind. Ja, warum nicht? Kann nicht schaden. Dann wollen wir mal. It's already almost noon. Shall we start the launch? Ja, easy. Peyton, could you help us? Roger that. I'll handle the engine. You can just focus on flying, Your Highness. It's finally time, She-Ra. Yes. It'll be a difficult mission, but the fundamentals are as important as ever. Speed and steadiness. Und Bading.
der Angriff passiert. Auch hier schön, da in der Ecke wieder unschön, dass die Karte da aufgehört hat, aber schön wie die 2D-Sprites auch im dreidimensionalen Raum geflogen sind, auch größer geworden sind. Es ist ein alter optischer Trick, der schon in Adventures früher, so bei Monkey Island oder so gemacht wurde. Aber ich finde, der funktioniert gut, wenn man den clever einsetzt. Es muss ja nicht immer High-End sein, es muss ja einfach nur gut eingesetzt werden. Und das machen sie hier schon ganz okay. Aber gerade in der Crossbuild-Duologie, die ich jetzt schon 1000-mal erwähnt habe, aber Freunde der Sonne, das ist echt der Wahnsinn. So, damn, looks like it started. Aber das sind auch die Assets einfach hoch aufgelöst. Das ist einfach schöner anzuschauen. So, let's go, Dorothy. You've got to get a good spot to watch. Wait, let me set up the exposure quartz. Hey, what's going on? You haven't shown up in 3 days and... Big story. Biggest in the history of the legal news. Ja, das kann man wohl so sagen. Ah, schau mal an, wir kommen direkt an der Schatzkammer nämlich raus. Zack. The castle gate controls are in the Royal Guard office. South stairs. Got it. Let's get going. Warte, die habe ich jetzt aber auch schon ausgerüstet, oder? Ja, ja, gut. Nee, hier kann ich ja nichts machen. Ja, dann würde ich sagen, direkt in die verbotenen Zonen, wo wir sonst nicht reingekommen sind, oder? Ja, easy. Sehr schön. What? Intruders? Well, yes, I guess you could call us that. I guess I can understand the sentiment. Let's go. Verzeihung. Ich würde es erstmal so versuchen. Die haben jetzt alle keine besonders... Die sind gegen so ziemlich alles anfällig. Boah, ich mach mal ein Aerial hier so hin. Oha. Aber teilen noch schon ganz schön gut aus. Ja, da müssen wir dann doch ein bisschen aufpassen. Du haltst mal Joshua. Es ist noch nicht bedrohlich. Aber die hauen schon echt gut rein. Da dürfen wir auch nicht zu unvorsichtig werden. So, du bist weg. Wen können wir denn weghauen? Ach, den. Du bist weg. Du bist weg. Zack, und da waren es nur noch 3. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Ja, das schaffen wir ja easy dann einfach so. Dann hauen wir die einfach so weg. Kein Problem. Ach, schau mal an. Jetzt kann ich nämlich einfach den Critical-Bonus ausnutzen, indem ich auf Heilen gehe. So, tschüss. Immer schön auf ein. Zack, dann ist er nämlich auch weg. Und dann bleibt nur noch einer übrig. Warte mal, kann ich das hier nochmal wiederholen? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Weil jetzt regeneriert er sich ein kleines bisschen natürlich, aber es ist mir egal. So. Ein bisschen Lebensenergie für Olivier und dann nochmal daneben, um es spannend zu machen. Und zack. First try. Ja, das hat doch gut geklappt. That takes care of them. Nighty-night, kitty cats. Let's see what we can do about this gate control. Keep your eyes open for any more special ops. Leave it to us. No one's getting through here or my name isn't Zin the Immovable. Huh, and now's the time that Heaven's Gate opens. Thus begins the final movement. So, und wir haben jetzt nämlich von außen die Tore geöffnet. Und ja, im Grunde genommen. Genau, jetzt beginnt die große Schlacht und wir ermöglichen es jetzt von oben Estelle und ihrer Crew zu landen. Enemies could breach the castle at any moment. All remaining members of the first platoon to the foyer on the double. Allow no one to enter. Yes, ma'am.
Was natürlich ein bisschen dumm ist, weil jetzt landen wir die... What a disgrace. If the enemy is not routed before, I have to report to his excellency. Captain, Special Ops Frigate inbound. Frigate. Damn it. So that was their ploy? Da ist auch schöne Kamerafahrt. Muss nicht immer aufwendig sein, aber ist wirklich schön geworden. Damn. So, Estelle Bright and Princess Claudia? Captain Amalthea, Kanone, geh weg! I'm here to demand the release of my grandmother. Watch your tongue, girl. So, jetzt gibt's aufs Maul. Ich würde wirklich mal gucken, ob ich nicht einen direkt damit wegkloppen kann. Ja, nicht ganz. So, jetzt heile ich alle. Jetzt ist keiner mehr vergiftet. Okay, ist trotzdem noch vergiftet. Egal, also einen haben wir auf jeden Fall schon mal weg. Ich werde die versuchen immer so ein bisschen zu heilen. Was soll ich sonst machen? Und dann natürlich erstmal auf ihn hier. Sie sind geheilt. Gucken, was sie macht. Okay, aber sie belebt keinen wieder. Das ist schon mal sehr gut. Weil dann können wir jetzt den hier wegkloppen. Und jetzt konzentrieren wir uns komplett auf Kanone. Okay, Spiral Flare. Ich sag, der bringt überhaupt nichts. Aber doch, 700. Gar nicht schlecht. Aufs Maul. Oh, die hat mir frech einfach EPs geklaut. Egal. Ich hau sie einfach. Frech. Ich hau sie einfach nochmal. Heilung. Ey, die Kanone ist aber... Hat aber ganz schön einen an der Kanone, ne? Nee, wir hauen sie. Das gibt's ja überhaupt nicht. Tschüss. Das war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Okay. What a nasty woman. Who was that anyway? Colonel Rich is second in command. Your stereotypical femme fatale. That would explain it, yes. Now, on to the royal keep. Yes, let's hurry. Dann... Kann ich mich hier irgendwie nochmal heilen oder so? Modify Exchange, Talk. Nee. Schade, das hätte ich viel mehr gebrauchen können. Aber dann halt nicht, ne? Weapons Healing, machen wir den mal. Ein für dich. Und ein für dich. Und zack, fertig. I found them. This way. Uh-oh. Here they come again. Persistent little buggers, aren't they? Ja, das ist exakt das gleiche wie eben, ne? Das ging doch eigentlich ganz gut. Ich will jetzt nochmal mit Ariel beginnen. Und dann hauen wir einem einfach einen in die Fresse. Ja, versucht's mal, versucht's mal. Dann gehe ich auf den Hund. Sehr schön, lauft alle rein. Naja. Gehen wir nochmal auf den Hund. Da ist der Hund schon mal weg. Ich möchte She-Ra heilen. Dann greifen wir den Hund an. Und zack. Ja, das läuft doch super. Oh shit, den wollte ich nicht angreifen. Das war dumm, aber hey, der, den ich treffen wollte, der hat auch nicht getroffen. Deswegen doof gelaufen, aber ohne
wirkliche Folgen. So, und da war es nur noch einer. Ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde, um nochmal ein bisschen durchzuheilen. Denn es kommen noch ganz schön schwierige Kämpfe. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Es gibt einen Kampf, den kann man verkacken, ist nicht schlimm. Aber es ist cooler, wenn man ihn schafft. Und ich habe ihn letztes Mal nicht geschafft. Deswegen, ich bin gespannt. Und natürlich noch mehr. Here they come. Okay. Oha. Können eben alle nicht zu. Also. Ja, Stone Impact nutzen wir mal. Ach, guck mal, der geht sogar gezielt auf den Dingens drauf. Haben wir nochmal sowas? Lightning, Ever Storm. Oh ja, das ist schön, das nehme ich. Einmal zum Mitnehmen. Ja, geht alle richtig schön da rein. Und ich hau jetzt schon mal drauf. Ja, und jetzt, oh, sogar ein Critical. Ja, nice. Oh, das war ja himmlisch. Das meine ich übrigens, dass das mit dieser Flächenidee eigentlich so simpel wie genial ist. Und man kann das richtig schön ausspielen. Schön, das war ein guter Kampf. Ist richtig gut gelaufen. Okay. Okay. Traitors, you dare to come here. Do you not realize that I am the new king? Okay. I'll go brush your goofy hairdo. You ain't king yet. What? Your Grace, Duke Dunnan, we are with the Bracer Guild. At the request of Her Highness, Princess Claudia, we are here to free the Queen. It would be best for all involved if you quietly stood aside. Claudia? Damn that brat. Damn her to hell. Uncle Dunnan, please stop this. Colonel Richard is just using you. Who are you? Ist halt wirklich saudoof. Claudia, is that you? What happened to your hair and your clothes? We have comprehension. Repeat, we have comprehension. Though he still has noticed that we first met him in ruin. No idea what you're talking about, but he doesn't seem the most observant sort. Ja, also er kennt Chloe natürlich nicht als Claudia, weil er sehr, sehr schlicht im Kopf ist. Aber aus dieser Frisur kann vielleicht noch nicht so viel rauskommen. Ja, sorry, ist gemein, aber die sieht wirklich ein bisschen schräg aus, oder? How dare you make a fool of me? Ja, das macht niemand, du machst das selbst. It's because of things like this that those creatures known as women are not to be trusted. Okay, er ist ein misogynes Arschloch, er kann leiden. Bla bla bla, wir wollen ihn verhauen. Okay, sie sind alle auch richtig angepisst davon. You Grace, I don't think that was the right thing to say. Maybe you should apologize. Vile creatures, huh? By my belief, you've just gone from stupid to suicidal. After all, that's a mighty courageous sentiment to vocalize when in the presence of 3 armed women. I'm sorry, Uncle. In this, I cannot defend you. Und aufs Maul. Aber er ist kein Gegner. Ich würde sagen, es ist klüger, erstmal die Leute wegzuballern, oder? Machen wir das mal. Also erstmal alle auf den hier. Ah, wobei... 2600, die anderen haben 1600. Kann sein, dass der am schwierigsten weggeht, aber wenn wir uns halt alle auf den einen konzentrieren, müsste es ja eigentlich gut gehen. Oh. Vielleicht auch nicht. Okay. Bitte halte das durch. Eieiei, das hat wehgetan. Okay, geheilt. Verzeihung. Eieiei. Nee, ist gut, dass wir uns erst auf den konzentriert haben. Sonst kann das ganz schön ins Auge gehen. Der muss weg. Oh, jetzt stelle ich mich ja gerade echt nicht gut an.
Du nimmst das. Und dann haust du ihm einfach aufs Maul. Ja, ich glaube, das war ein guter Deal. So, du heilst nicht Chloe, sondern du greifst an. Weil Chloe heilt auch und ist nicht so stark wie Estelle. Können wir ihre Rolle viel besser so nutzen. Sehr schön. Chloe auch gar nicht getroffen. Und wir können uns komplett auf den einen hier konzentrieren. Und der ist jetzt, wenn alles gut läuft, auch schon weg. Ja, und dann kann Chloe hier auch Estelle heilen. Wir haben, links oben sieht man es, ein Critical auf den nächsten Schlag. Zack, und eingeschlafen, perfekt. Das heißt, wir können jetzt vermöbeln. Tschüss und... Oh, nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich glaube, es gibt nämlich Bonuspunkte, wenn man ihn nicht tötet. Oder umhaut. Ja, perfekt. Well, that settles that. Now then, shall I show you just how vile a woman can be? Maybe I should give him a taste of a lady-like whipping. Stay back, please stay away. I might be able to call them off. If you do, I swear I'll be Her Majesty's very own human shield. Mami! Und er setzt sich einfach selbst außer Gefecht. Was ein Volldepp. Maybe we overdid it with the threats. Well, a little dose of the cold, hard truth might be the best medicine he ever gets. Yes, it is an unfortunate situation he's got himself into. Still, cannot allow my unconscious uncle to simply be let... Your Grace? Hey, Philip. Mrs. Estelle and Your Highness can offer no words to make up for my master's behavior in this instance. As the man who raised him, the responsibility is mine to bear. Please ask that you punish me in his stead. Hey, hold on a second. Please, Philip, lift your eyes. We're here to help my grandmother, to save the Queen. We have no intention of doing anything to the Duke. I would appreciate it if you would take him to my room. Your Highness. He's not actually hurt, he just passed out from the shock. Thank you so much, all of you. I will not forget the boon you've granted. Ja, wir sind halt krass. So. Und jetzt. Jetzt kommt ein Gefecht gleich. Ich speichere mal lieber hier. Ich glaube, es gibt gleich noch eine Möglichkeit. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde wirklich versuchen, diesen Kampf zu gewinnen. Okay, hier ist jetzt nochmal der Moment. Das ist der Moment, um zu speichern. Ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Ich habe wirklich Schiss. Ich weiß, wie krass das werden kann. Aber ich würde so gern gewinnen. Are you alright, Grandmother? We're here to rescue you, Your Majesty. Claudia and Estelle. So you're finally here. I was getting quite bored with waiting. Oh, aber schöner Ausblick auch. Lieutenant Lawrence, what are you doing here? My duty is to guard Her Majesty. Is it truly any wonder that I'm here? Enough of your crap. No matter how strong you are, we've still got 3-1 odds on you. This one certainly seems skilled. Just who is he? Commander of the Intelligence Division's Special Ops, 2nd Lieutenant Lawrence Belger, former Jäger and Scout for the Colonel. So you've done your research, I see. Most impressive. But what else would one expect of the daughter of an S-ranked bracer, one Cassius Bright, I believe? My master's rank has never been public knowledge, and yet you're not one to be trifled with, I see. I know you as well. Sherazad Harvey, also known as the Silver Streak, C-ranked, and very close to ascending to B-rank it seems. Please, release my grandmother. If you were just fighting in the employ of the Colonel, there is no further call to do this. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. You see only the surface, like that of a quartz grit, with no concept of the forces at work within.
Take heed, Princess Claudia. The nation is like an enormously complex ornament. The people are like the units of quartz that provide the power and organize the system. And the territory which houses them is the frame. If you lack the means to understand how it works, then you are unfit to be its queen. Huh? An interesting metaphor. You may even be right. I certainly never expected to hear a theory on the nature of politics at a time like this. Pardon my rudeness. You've no need to hear my useless sermonizing, Your Majesty. I don't really understand this at all well, but the general gist is that you don't plan to let the queen go, do you? And if I do not, obviously we'd take her back by force. Indeed, after we've come this far, we certainly can't go back now. You don't give me the impression that you bears any ill will, but I will bring my blade to bear on you if it will get my grandmother back. Ha, good. In that case, let me show you a little of what I can really do. Huh? Und zieht seinen Helm aus. Und sieht sexy aus. Oh, Lawrence. Silver hair? No, it's ash blonde. I'd guess that you were born somewhere up north. Indeed, you are correct. Though it's closer than you might think. What? I trust you will not be offended if I choose not to go easy on you simply because you are women. Shall we then? Okay, das ist der krasseste Kampf im gesamten Spiel. Das mag jetzt noch nicht so ausschauen. Aber glaubt mir, es ist so crazy. Okay, und mit dir gehen wir in diesen Kreis rein, weil dann bist du auch geschützt. So, und jetzt sind wir alle erstmal geschützt, das ist schon mal sehr gut. Zack. Haben wir eine Craft, die das unterbindet? Impede. Sehr schön. Ich verbrauche mehr Impede. 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 Yes. Oh. Frech von ihm. Er heilt sich einfach. Ja. Er ist zu spät, aber mit ihr kann ich wenigstens noch rauslaufen. Und mit ihr auch. Sorry. Okay, Earth War. Versuchen wir es mal mit Hellgate. No, das ist eine furchtbare Attacke. Ei. Ja, frech von dir. Willst du nur einmal draufhauen? Hilft ja nix. Ist er immer noch geschützt? Er ist immer noch geschützt. Das ist frech. Oh, ich kann ja mit ihr einmal wiederbeleben. Guck mal, da können wir ja auch einfach ein Item geben. Cuda-Ball. Cuda? Vollkommen klar. Okay, und jetzt versuchen wir es nochmal mit Hellgate. Und du versuchst es
Nochmal mit einem Evo-Storm. Ja. Ich versuch's. Was soll schon passieren? Sehr schön. Sorry, du musst leider hier raus. Yes. Sehr schön. Estelle ist fast tot. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann können wir auch noch mal da ein bisschen nachhelfen. Draufhauen. Das ist wieder doppelter Schutz. Besonders ärgerlich. Ah, wie frech. Eine Flamethrower. Hellgate. Zero Storm, okay. Ist aber okay. Dann können wir nämlich hier nochmal Chloe heilen. Ist okay. Und aufs Maul. Sehr schön. Impede, komme ich ja dran? Nee. Ja, schade. Aber ich kann Estelle schon mal ein bisschen mehr EPs geben, denn die hat fast nichts mehr. Oh, nicht schon wieder. Ist aber nicht schlimm. Dann muss ich halt hier wieder... Zack. Ah, nee. Okay. Ach, jetzt können wir alle keine Dingens einsetzen. Ist aber nicht schlimm. Okay, gut, das hat geklappt. Haben wir geheilt. Und wie sieht's aus? Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir hier schön noch ein Hellgate auf ihn. Und wir können für She-Ra nochmal EP chargen. Zack. So sieht's nämlich aus. Und dann geben wir da aber so richtig schön einen rein. Und hauen mit She-Ra nämlich auch nochmal drauf. Zack. Ja, immerhin 900. Ist nicht zu unterschätzen. Heilen. Heilen. Wichtig. Und dann hauen wir die auf die Fresse. Oh, das sieht ja sehr gut aus. Raus da. Genau, weil Estelle ist gegen fast alles immun. Oh, das sieht sehr gut aus. Könnte das reichen? Yes! Es hat geklappt. Mega. Habe ich noch nie geschafft. Auch wahrscheinlich nur, weil ich wieder maßlos überlevelt bin. Aber es hat geklappt. Und überlegt euch mal, ich war jetzt unfassbar überlevelt. Stellt euch das mal vor, wenn ihr da ankommt und seid irgendwie so gerade Level 28 oder 27. Überhaupt keine Chance, ey. So. Amazing. I hadn't realized that you were this strong. You were holding back in the finals, weren't you? We should never have even stood a chance. I'm impressed we beat this monster. I can't believe it. Estelle Bright, I apologize for treating you as an unworthy opponent. Perhaps one day you may reach your father's level. What? However, the day has yet to arrive. Hä? Ja, er ist ein bisschen krasser. Claudia, Estelle. That will be far enough, Your Majesty, if you please. They are not mortally wounded, I assure you. Your eyes betray much. You are so young, yet you have endured such hardships already. Your Majesty, you are hardly qualified to feel pity for me. You, who know the name of
Hamel. Oh mein Gott. Und auch das ist so geil. Dieser Ort zieht sich so unfassbar bis in Trails into Reverie, glaube ich, sogar rein. Das ist Wahnsinn. Und das wird hier angefangen. Hier. 8, 9 Spiele vorher. Das ist der Hammer. So eine coole Sache. It's almost time. I will return Her Majesty to you, just as you wished. Huh? If you wish to stop the Colonel, you had best hurry below. You may well already be too late, but you may be able to prevent any further needless damage from occurring. Below? You cannot mean beneath there. However unpleasant you may find it, I was certain that you would understand the significance. You can show them the way. And now I bid you adieu. Bye bye. Auch hier schöne Kamerafahrt. Es ist so, man kann da viel rausholen. Es ist halt ein eigener Stil. Und das muss man echt begreifen. Hey, is he insane? He's gone. Did he drop into the lake? But the water's undisturbed. Just who is this guy? Grandmother, are you hurt? I'm unharmed, Claudia. He never laid a hand on me. But more importantly, Estelle. Joshua? Thank Adius you're all right. You too. Since Colonel Richard and Lieutenant Lawrence weren't in the castle, I started to worry. The red helm guy was here just a minute ago. What? He jumped over the handrail and, well, who knows? He's some kind of monster, right? I see. Praise Adius for keeping you safe. Joshua. Your Majesty, it's good to see you unharmed. Well met, Lieutenant Schwartz. Indeed, I owe all of you a debt of gratitude. You're far too kind, Your Majesty. We're just glad to be of help. I don't think this is over yet, though. We've dealt with the special ops inside the castle, but I'm afraid there are bad tidings. Army reinforcements from every province are on their way to Granzel. From the sounds of it, the intelligence division is somehow maintaining control. I see. Time is short, my liege. I must ask that you board the ID ship and escape at once. Now that I cannot do. The situation has grown more dire. Colonel Richard must be stopped whatever the cost. What do you mean, Your Majesty? Last night I finally understood the true intentions of which the Colonel spoke. He wants the shining ring, the Aureole. Oder die Aureole. Aureole? Warum hört sich das so bekannt an? Also das ist einer der Septarians that Adius gave the Ancients. Also das ist eines dieser göttlichen Artefakte, das von der Zivilisation, die vor über 1000 Jahren, 1200 Jahren plötzlich von der Bildfläche schon verschwunden ist. The legend says that it has the power to control nature itself. Oh yeah, Professor Albert told us about it. But I thought that was just some silly story that was passed down through the church. Huh? So it does exist, and it lies somewhere within Liebe. According to an old legend of the royal family, the shining ring shall bring catastrophe, condemning the souls of man to eternal purgatory. It has been sealed within the interval of the blackest dark that we might retain our humanity. Condemning the souls of men to eternal purgatory? Well, that's not a little ominous. These words have been passed down in the royal family as a warning. Perhaps the shining ring truly was so dangerous that the royal family's ancestors sealed it away. Also, there was that massive orbital reaction that was detected beneath the city. If one takes both of these into account, the shining ring must be sealed away underneath Granzel. Makes sense. Yes, and I believe that the Colonel has reached the same conclusion. There remain no details of what exactly the shining ring is, but I believe there will be a grave danger for all, should it be restored. It could be a disaster on par with the great collapse of legend. No. Incredible. Excuse me, Your Majesty, Lieutenant Lawrence told us to go underground, but what did that really mean? There's a mysterious room within Granzel Castle, where nothing, not even a grain of rice, has been kept in generations, forbidden since long ago. Huh. You mean the treasury? Okay, die Schatzkammer da ist gar nichts drin. Das ist ja ganz schön doof. Und schon stehen wir davor.
No doubt about it. There are signs that someone came through here recently, and frequently at that. That's not all. The tracks also suggest that someone brought in something very heavy. I hold the key to this room, but there is a spare. It's likely that's what was used to gain entry. It would seem that we must investigate. Queen Alicia produced the key from her dress. Und wir gehen in den geheimen Raum und was sehen wir da? Ein Loch im Boden mit Aufzug. This elevator wasn't here before. Where did it come from? Perhaps it's a piece of Colonel Richard's new construction, in which case it probably goes down to where this shining ring is sealed away. Yes, that may have been the true goal behind the coup, from the very beginning. They could never have built such a thing without occupying the castle. That's crazy. It's definitely a possibility. In any given country, a royal sanctuary is generally regarded as inviolate. To break that trust would require quite an aggressive plan. Regardless, we'll probably need to use this to get underground. Let's test it to see if it works. Und Joshua probiert's aus. Tatsächlich ist hier ein Aufzug, der nach unten geht. What is it? It's locked with some type of orbal energy. It looks like it won't work unless we can find some special type of quartz to put it in. What? No, we've come so far. I'm going to put the screws to one of those special ops soldiers. One of them might have the key. Yes, that sounds wisest. No, that won't be necessary. It can't be. Professor Russell? Queen Alicia, it has been quite some time. I'm glad to see Estelle and Joshua are doing well. Hold up, Professor, what are you doing here? I thought the intelligence division was after you in Zace. And on top of that, how did you get here? Grandpa, where'd you go? Und da kommt plötzlich jemand wieder. Is everyone in your family as big a pain in the ass as you? But Agathe. Oh, Tita? I knew it. Estelle, Joshua. Das ist ein schönes Wiedersehen. Oh, Tita. Ja, so, sie sind wieder da, bla bla bla. We heard at the guild that you two were fighting at the castle. I'm so glad you're alright. Bla 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 bla. Ja, komm. Das Problem ist, meine Stimme geht langsam weg. Deswegen. But what are you doing in the royal city? Well, we hid out for a bit, but then what happened? We happened upon a cargo freight and bound for Grandslow. I figured, what the hell? The best place to hide is in plain sight, after all. Once we got the lowdown from Elnan, we came straight to the castle. Alright, got something for you from him. Nice. Sehr schön. Current rank is Junior Bresser First Class. Is this okay? I mean, we haven't reported in. Looks like he got filled in on the general gist of things from a guardsman messenger. So what brings you amateur asses here? Me, I figured we could at least beat the remaining special ops guys. Wait, I know you. It's been a while, Agathe. Thank you for your efforts at the lighthouse. Chloe, right? What's a student doing in a place like this? It seems my granddaughter is in your adept, which means that I also owe you my thanks. Don't worry about it. It's all part of the job. So what's up, Grady? You work in the castle? Did these numbskulls rope you into helping them? You barbarian. Do you realize to whom you're speaking? You stand in the presence of Queen Alicia of Libel. Huh? You know, she does look sort of familiar. Okay, sehr schön. Say that again, old man. Queen? So that means this lady would have to be Her Majesty's granddaughter, Princess Claudia. We call her Chloe, though. Chloe, meet the professor's granddaughter, Tita. She's like our little sister. I see, it's a pleasure to meet you, Tita. I'd be happy if you also call me Chloe. Yes, ma'am. I mean Chloe. Oh, what a little cutie pie. My name's Shirazad. I'm Joshua and Estelle's mentor. You can just call me Shira. Okay, Shira. And you can just call me Uncle Olivier. You shut up. Anyway, this elevator seems to be giving you some trouble. What seems to be the problem, and what in Adia's name is going on here? Well, und jetzt erzählen wir wieder alles. Come on, this kinda some joke, right? You're not serious. Can't believe such a thing would be buried here. I know it's happened, just as I was afraid of. So if we use this elevator, we can get where we need to go? Yes, but it has a special lock, made of quartz apparently. Let me have a look at it. This is my own design. It uses a card key. You can't undo the lock unless you insert the card that's embedded with the identical quartz. However, this is an early model without any type of failsafe. So if you feed it just with the right amount of orbal energy,
Whoa, nice going, Prof. I'm impressed. Why am I not surprised? Now, shall we descend? We've got trouble. What is it? Report. A division of the regular army has arrived at Gronzel's main gate. It looks like they're being led by an officer of the intelligence division. What? And 3 military patrol ships are approaching from the lake. Your orders, ma'am? Of all damn times. Perhaps I should make an appearance in order to persuade them. Grandmother. I will go to terrace on the roof and address the arriving forces. Lieutenant Schwartz, make your preparations. But what if you're attacked? I believe in them. Misguided though they are still citizens of Liebel. If they see me and hear my voice, I do not believe that they will attack. Your Majesty. All of you. It is with boundless regret that I ask you to shoulder this burden. Please, Your Majesty, you don't need to say anything else. We'll do whatever it takes to stop the Colonel. Please, leave this to us. Und ab geht die Luzi. Aber guck mal, das ist die normale Geschwindigkeit. So sieht irgendwie cooler aus, oder? Außer von bisschen mehr Tempo rein. Passt besser. Und da sind wir. What the heck? They're ruins from the ancient Sumerian civilization. As old as these appear, I don't get the feeling that this place is completely dead. It seems to function just like the equipment in the Tetrasilic towers. But it ain't all that's moving. I get the feeling we've got some pretty nasty creatures around here too. Wow. The structures nearby look to be made of modern materials. I suppose Colonel Richards had some construction going on. I suspect you're right. Building anything in this depth is rather impressive. The ruins are even larger than I suspected. If we're not careful, we could get terribly lost. Huh. Maybe best if we split up. 2 groups, one for scouting and one to stay on standby. What do you mean? Basically, we establish a base camp of sorts in a secure location. That's the gist of it. The scouting party will find a way through, and the ones on standby will be available to switch out as needed. Once the right path is found, everyone moves forward to establish a new base. Also im Grunde genommen ein Forschungsteam und ein Sicherheitsteam. Und das ist die Art und Weise, wie wir jetzt unser eigenes Team zusammenstellen können, und damit die anderen nicht irgendwie sinnlos in der Gegend rumstehen, was sie ja trotzdem tun, aber es ist wenigstens begründet, warum sie es tun. So, okay. Bla 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 bla, ja. Wait, us? But you are the very heart of this operation. I doubt anyone will object. I agree. As do I. I'll follow your lead. Like I have a choice, I'm in. I have faith in you too. I have faith in you to make the right choices. Sounds fine to me. Joshua, what do we do? No need to think about it too hard. If things get tough, we can always turn back and switch people out. Oh well then. So, und jetzt dürfen wir nämlich eine Party zusammenstellen. Man merkt aber auch hier schon am Auswahlmenü, jetzt ist alles noch sehr basic. Später wird es halt, es ist ein richtiges Instrument, kann man das richtig taktisch auch nutzen. Und hier ist es ja eher so, hey, jetzt könnt ihr das machen. Und das sieht man dann, finde ich, auch echt am Menü. Das ist sehr spartanisch. Wen nehmen wir mit? Wir nehmen Chloe mit. Die hat eine wahnsinnig geile Wiederbelebensfunktion. Und ich würde als Offensivtypen Shira, Olivier sind... Nehmen wir Shira. Why not? When you find a suitable spot to use as a base, I'll send Zeke back here. He'll be able to show you the way to wherever we are. Ja, bla bla bla. Scream! Okay, und Zeke ist unterwegs und wird uns immer... Ja, bla bla bla. Ist ja gut. Und Zeke wird immer da sein, um uns den Weg zu weisen. So. Und das ist der perfekte Zeitpunkt. Meine stimmliche Leistung ist an seine Grenzen gekommen. Ich muss jetzt echt Pause machen, sonst war es das. Verzeihung. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Ich schätze mal, nächstes oder spätestens übernächstes Mal hören wir uns für dieses Spiel schon zum letzten Mal. Deswegen auch an dieser Stelle mal ein ganz, ganz herzliches Dank, dass die paar Leute, die wirklich immer dabei sind, immer noch da sind. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.